Taiwan. In meiner Vorstellung war das wohl demokratischste Land in ganz Asien. Vielleicht sogar weltweit. Also ein Ort, an dem Meinungsfreiheit nicht nur erlaubt, sondern auch gelebt wird. Das Land, in dem Bubble Tea erfunden wurde. Und Leute, ich mag Bubble Tea echt gerne. Und irgendwas mit Technik. Also Hightech, Mikrochips, Weltmarktführer. Naja, ihr kennt die Schlagzeilen. Und da natürlich dieser große Schaden. Also der Konflikt mit China. Eine chinesische Minderheit, eine indigene Urbevölkerung und eine Geschichte voller Brüche. Obwohl die eigentlich noch gar nicht so alt ist. Ein Land mit großen Problemen und einem umso größeren Mut, hier weiterzumachen. Wir waren auf jeden Fall neugierig auf ein Land, das viele nur aus dem Newsticker kennen. Also haben wir einen Roadtrip gemacht. Einmal um die Insel. Von der wilden Steilküste im Osten über enge Bergstraßen bis hinein in die Metropolen des Westens. Unterwegs waren wir mit einem Mietwagen, denn Wohnmobile gibt's hier eigentlich kaum. Zumindest keine größeren Fahrzeuge. Denn die Straßen bedeuten hier pures Abenteuer. Kurvig, schmal und oft sausteil. Und manchmal wirkt es so, als hätten sich die Verkehrsregeln einfach aus dem Staub gemacht. Und ja, wir haben viel Bubble Tea getrunken. Mehr als medizinisch ratsam ist. Aber wir wurden auch überrascht. Von einem Land, das eben nicht das cleane, durchgeplante Hightech-Asien war, sondern eher alt, laut, chaotisch und dreckig und trotzdem irgendwie wunderschön. Ein Land, das uns irgendwie immer wieder aufs Neue verwirrt und zum Schmunzeln gebracht hat. Genau das wollen wir euch gerne zeigen. Also, herzlich willkommen in Taiwan. Herzlich willkommen in Taipei. Train arriving on platform 2, commuting bound for Taipei. So, Taipei Main Station. Wir sind angekommen und ich habe immer noch keine ordentliche Tasche. Deswegen schleppe ich mir auch einen hier. Okay. Und da wollen wohl einige mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Okay, aber bisher klappt das hier alles reibungslos, muss ich sagen, ne? Kann man wenig meckern, oder? Mit mir oder wer hat es organisiert? Grundsätzlich, Mutti hat das organisiert, die hat das bisher alles fest im Griff. Und ja, bisher ist ein Träumchen, ne? Also, Träumen. ja, wir mussten heute leider sehr früh aufstehen. Lotti ist eben in der Bahn eingepennt. Echt? Ja. Ich stand zwischen diesen Handgriffen und die ganze Zeit baumelten immer diese Griffe an mir. Und immer wenn der angefahren ist, kam immer der, Bong. genau so, baumelte bleibst immer. wach. Ja. Naja, da passen wir jetzt wohl nicht sofort mit rein. Oh Gott. Die haben hier alle diese kleinen Rollkoffer, mit denen die durch die Gegend rollen. Und nicht 30 Kilo auf der Schulter. Alle. Guck mal. Ja. Kannst du? Nee, Oh kann je. nicht mehr. Guck mal, die haben alle Rollkoffer. Ja, Alle. Nur einer hat verpennt rechtzeitig. Boah, es wirkt auf jeden Fall schon mal relativ voll hier, ne? So, wir sind aus der U-Bahn gerade rausgefallen und sind jetzt hier schon mal in dem Bereich, wo auch das Hotel ist. Also Susi hat gesagt, 280 Meter müssen wir jetzt noch laufen. Hoffentlich. Aber in welche Richtung wissen wir nicht. Doch. Hier ist es. Juhu. Ist das wirklich unseres? Das sieht so klein aus. Ja. Ah, na, Gott sei Dank. 3 Betten. Wunderbar. Ich nehme das da. Das ist ein bisschen klein. Was? Das ist das Schmalste. Deine Jacke ist noch. Deine Jacke, dein Rucksack ist noch draußen. Okay. Ja, aber es sieht doch gut aus, ne? Hier ist ein Schreibtisch. Was ist denn das? Hier wohnt ein Falter. Haben wir hier auch einen Blick nach draußen, oder? Ah. Okay, ich dachte schon. Aber in der 12. Etage muss es natürlich auch einen Blick nach draußen geben. Okay. Okay, Lotti. Und gleich Fernsehen hier. So, jetzt hat irgendwer meinen Rucksack einfach. Oh, und wir haben eine freistehende Badewanne. Mhm. Aber wir haben eine Badewanne.
Oh, Leute, guck mal. Und ein Wellness-Happy Popo. Und jetzt. Oh, Gott sei Dank, die Matratzen sind nicht mehr so steinhart. Oh, ich fand das ganz gut auf den Ich harten habe Matratzen. Schmerzen gehabt. Okay. Also die ist jetzt schön. Die Matratzen sind wie Brett. Ja, okay. Ja, sehr schön. Dann sehen wir uns in 4 Tagen wieder. Ich erkunde die Stadt und Susi, die fällt jetzt in ihren Winterschlaf hier. Zwischen China und Japan konnten wir Taiwan natürlich nicht auslassen. Geografisch liegt's genau dazwischen und kulturell auch irgendwie. Ein bisschen chinesisch, ein bisschen japanisch, aber mit einer ganz eigenen Mischung, die sich so mit nichts vergleichen lässt. Unser erster Stopp ist Taipeh, die Hauptstadt. 4 Tage zum Akklimatisieren, zum Ankommen, zum Durchatmen. Und um langsam reinzufinden in dieses Taiwan, das man nicht wirklich greifen kann, aber schon ein bisschen spürt. Taipeh zeigt noch viele Spuren der Vergangenheit. Japanische Kolonialhäuser mit Holzgiebel, alte Tempel, graue Wohnblöcke aus der Nachkriegszeit und dazwischen irgendwo ein Plakat aus den 1950ern, das wahrscheinlich nie abgehängt wurde. Ja, vieles wirkt in die Jahre gekommen. Nicht kaputt oder so, aber eben nicht mehr frisch gestrichen. Modern? Boah, nicht wirklich. Eher so, als hätte man den Fortschritt irgendwann mal eingeladen, aber der ist dann woanders hingegangen. Klar, es gibt das Taipei 101 oder eine U-Bahn, die pünktlicher ist als in Hamburg. Und genug Leuchtreklame, um einen Jet zum Landen zu bringen. Aber der Gesamteindruck eher alt, wuselig und trotzdem irgendwie herzlich. Und dann sind da noch diese Motorroller. Tausende. Als gäbe es für jeden Einwohner mindestens 2. Die knattern, hupen, schleichen, drängeln. Die gehören zum Stadtbild wie Fischbrötchen zu St. Pauli. 4 Tage bleiben wir erstmal hier, um uns einzuleben, uns durch Nachtmärkte zu futtern und um rauszufinden, was dieses Taiwan eigentlich ist. Bevor wir dann mit dem Auto losziehen und die Insel umrunden. Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Wir sind in Taipei, in Taiwan. Und was einem gleich auffällt hier im Unterschied zu China, ich muss viel mehr schreien. Es ist viel lauter hier. Man hört viel mehr den Verkehr, das ist unfassbar. Wir haben schon wieder vergessen, wie laut Verkehr ist. Der riesengroße Unterschied ist, ja. Der riesengroße Unterschied ist, wir haben jetzt Platz hier auf dem Fußgängerweg und von hinten kommen nicht die Elektroroller angedüselt und wollen uns hier umschießen. Ja, das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Das hätte ich nicht gedacht. Also gerade jetzt im Vergleich zu Shenzhen wirkt das hier alles so ein bisschen oller, ne? So ein bisschen in die Jahre gekommen, nicht so technisiert. Und auch mit dem Straßenverkehr, ne? Alte Autos, man sieht hier nur Benziner, Dieselautos, diese ganzen Roller, man hört sie wie verrückt. Diese Häuser, ne? Die sehen alle noch echt sehr, sehr, sehr alt aus, wenn man das mal sich anguckt. Also es ist schon verrückt. Es ist ein komplett anderes Land. Obwohl das ja nicht so weit voneinander entfernt ist, ne? Aber klar, dafür hast du hier auch diese anderen Annehmlichkeiten. Hier ist halt kein großer Diktator, der sagt so, wir fahren jetzt alle Elektroautos, sondern hier hat man vermutlich noch die Wahl. Aber also gerade Straßenverkehr ist das, wow, hätte ich nicht gedacht. Was für ein krasser Unterschied. Also und auch wirklich von der Lautstärke, weil wir jetzt ja 14 Tage in China unterwegs waren und es alles so leise war. Das ist echt bemerkenswert. Also hier alles viel, viel älter und ja, lauter. Ich sehe auch ein bisschen älter aus. Ich auch.
Wir sind aufgewacht und Susi hatte die Idee, dass sie uns Frühstück holt und ich habe ein bisschen mit ihr gemeckert und gesagt, nee, lassen Sie jetzt raus und die Welt erkunden, ne, und gleich was erleben. Und das hat Susi jetzt sprichwörtlich genommen und hat halt gesagt, okay Marco, pass mal auf, wenn du mir so kommst, dann mal gleich hier einen Erlebnisladen. Du hast Abenteuer bestellt, bekommst du Abenteuer. Richtig, ich dachte, da stand schon gestern auf dem kleinen Bier, was wir gekauft haben, ne, irgendwie hier gebraut fürs Abenteuer. Mhm. Aber genau, jetzt sind wir hier in einem typischen Laden gelandet, Upala. Ja. Es ist alles sehr, sehr eng und es muss wahrscheinlich ein sehr, sehr guter Laden sein, denn es ist auch sehr, sehr voll. Also die Leute stehen hier an, Schlange, um hier reinzukommen. Also es gibt zwei Schlangen. Einmal die Schlange für die Leute, die das einfach mitnehmen und sich woanders ein ruhiges Plätzchen suchen. Auch gut. Und die Leute wie wir, die so gerne eng und kuschelig sitzen und einfach nicht genug davon bekommen, mit 100 anderen Leuten hier zu frühstücken, die müssen länger warten auf den Platz. Ja. Und wir versuchen gerade noch diesen Bestellprozess irgendwie rauszufinden, wie jetzt. Also man kriegt halt irgendwann, wenn man weiter vorne in der Schlange ist, eine Karte in die Hand gedrückt, einen Zettel und soll dann selber ankreuzen, was man bestellt. Denn das Verrückte ist, ich weiß nicht, hattest du gerade die Beschreibung dafür bekommen? Die Älteren hier sprechen fantastisch Englisch, die Jüngeren nicht. Ja, was ist denn los hier? Also neben uns am Tisch sitzen auch ein paar, die haben uns gleich auf Englisch angequatscht. Und vor mir in der Schlange war ein jüngerer Mann, den habe ich gefragt, Mensch, was kann man denn hier bestellen, was würdest du empfehlen? Und es war sehr holprig. Ja, genau. Also komisch, ne? Auch gestern die Dame, die uns sofort geholfen hat, als wir angekommen sind, perfektes Englisch. Ich habe mich schon geschämt. Aber ja, genau. Also zum Glück gab es hier auch so eine kleine Karte. Ihr könnt es erahnen. Man konnte auch so ein bisschen ungefähr abschätzen, was man kriegt, weil hier gibt es auch einen Menüplan mit bunten Bildchen. Wir sind jetzt sehr gespannt, ob wir alles richtig gemacht haben und das Richtige bekommen. Auf jeden Fall gibt es hier nichts, was ich von irgendwoher kenne. Nichts. Genau. Gar nichts. Aufregend. Mal sehen, wer von uns hier wieder hungrig rausgeht. Was soll ich sagen, ne? Also es wird nicht mein Lieblingsladen. Jetzt vom Essen oder vom Design? Weder noch? Wahnsinn! Was hier die Leute anstehen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Also Geheimtipp abgehakt. Ich glaube, das ist nicht so geheim, wenn da so viele Leute anstehen. Ja, gut. Aber da muss ja ein Grund dafür sein, dass sie da anstehen. Ja. Irgendein Grund. So, Family Mart, hat noch jemand Hunger? Was gibt's denn hier? Keine Ahnung, Salat und das, was da in den Schüsseln ist. Oh. Ja. Very nice. Was ist da drin? Ein gefülltes Sesambrötchen. Und wie ist es? Ist gut? Los geht's. So, Lotti und ich haben uns den ersten Bubble Tea im Bubble Tea Land gekauft. Aber die Bubble Teas sind wie aufgeweichte Gummibärchen, ne? Das stimmt. Aber der erste Bubble Tea im Bubble Tea Land. Und verrückterweise, ne? Kostet 1,30 € hier so ein Bubble Tea. 0,5 Liter. Super krass.
Nach all den taiwanesisch-kulinarischen Highlights, sagen wir mal so, die nicht ganz nordlich kompatibel waren, machen wir uns auf zum Gipfel des Elephant Mountain. Der Ort, an dem vermutlich die meisten Fotos von Taipei geschossen werden. Taipei 101 im Sonnenuntergang. Und ihr wisst schon, dazu so ein paar klischeehafte Worte über das Reisen. Was jedoch nach so einer kleinen Wanderung klang, ist in Wahrheit Treppenhölle im Dschungel. 1000 Stufen gefühlt senkrecht, gefühlt endlos. Lottie vorneweg wie so eine Bergziege. Susi im ruhigen Steigmodus. Ey, und ich habe mich irgendwann gefragt, ob das Atmen jemals wieder ohne Nebengeräusche funktioniert. Oder ob ich jetzt offiziell zur Seniorengruppe der Bergsteiger gehöre. Ja, das wäre mega cool. Da rennt man hier den Berg hoch, über die Treppen und dann ist hier oben nochmal ein kleines Fitnessstudio. Also so ein Freiluft-Fitnessstudio, ne? Hier mit Klimmzugstangen. Hinten ist so eine kleine Handelbank. Und dann sind hier so lauter kleine Sportgeräte aufgebaut. Voll geil. Also, wenn ich hier wohnen würde, würde ich das wahrscheinlich häufiger machen. Und dann wäre ich auch nicht so fertig, hier hoch zu kraxeln. Super. Ich sehe echt fertig aus. Ich auch. Kannst du das bitte retuschieren später? Alter Schwede, ich weiß gar nicht. Also so viel Retusche. Bei dir, weißt du, bei dir. Da müsste man das ganze Bild jetzt irgendwie bunt machen. Sollen wir es mal kurz machen? Komm, wir machen es mal ganz kurz bunt. Einmal nur so als... Ah. Nee, sieht scheiße aus. Mach wieder. Okay. Okay. Ja. So sieht's aus. Wir reisen den hohen Gebäuden hinterher. Und hinter uns schon wieder ein sehr hohes Gebäude. Man sieht das, glaube ich, ne, wenn man so in der Gesamtansicht hier auf die Kulisse schaut. Das ist der Taipei 101 und wir haben gerade noch mal gegoogelt, weil wir es auch nicht wissen. Es ist nur noch das 11. höchste Gebäude in der Welt. Also es war, glaube ich, auch nur ein paar Jahre das höchste Gebäude. Dann hat irgendwer gesagt, das kann ich besser. Ja gut, aber das höchste hatten wir jetzt ja auch schon. Das höchste hatten wir schon. Aber die Aussicht hier ist mega gut. Ach ja, jetzt fehlt euch ja noch die Zeitraufnahme und der klischeehafte Text übers Reisen. Jo, stimmt, den gibt's jetzt auch. Denn manchmal steckt in diesen Klischees ja tatsächlich ein bisschen mehr als Wahrheit. Reisen heißt ja nicht nur unterwegs sein, es heißt ja auch loslassen. Von dem, was zu Hause war, von dem, was schön war, aber natürlich auch von dem, was schwer war. Wir sind nicht losgefahren, um nur Tempel zu sehen, Straßen zu schmecken und irgendwo zwischen Sushi und Sonnencreme das große Abenteuer zu finden. Wir sind auch losgefahren, weil wir in Hamburg etwas zurücklassen mussten, das sich so nicht mehr ändern ließ. Irgendwann wussten wir müssen raus. Nicht weglaufen, sondern weitergehen. Reisen war für uns kein Tapetenwechsel, sondern ein innerer Neustart. Freiheit tanken. Und vielleicht auch zu uns selber wiederfinden. Ein Stück weiter draußen, da wo die Gedanken leichter werden. Und das Herz leiser wird, aber auch klarer schlägt. Und genau da, zwischen Chaos, Lachen, Staunen und all den überfüllten Straßen merken wir, es funktioniert. Ein lieber Gruß geht raus an euch da oben. Aber ihr seid natürlich dabei. Still, warm und verkennbar. Und auf jedem neuen Weg, den wir gehen, da fahrt ihr mit. Richtung Himmelblau. Ach, verdammte Hacke. Ich war ein bisschen zu doof und euphorisch und dachte, so ein internationaler Führerschein, der ist ja auch genauso wie der normale Führerschein gültig und habe nicht darauf geachtet, dass der nur 3 Jahre gültig ist und wir haben unseren vor 4 Jahren beantragt. Jetzt klappt das gar nicht mit dem Automieten hier und dem Rumfahren. Das ist ziemlich blöd. Und jetzt haben wir mal ein bisschen gegoogelt, was man machen kann und seinen Online-Dienst gefunden, der das wohl angeblich sehr schnell machen soll. Ich hoffe mal, das war jetzt kein nepper, schlepper Bauernfänger. Denn das hat jetzt 76 € gekostet, angeblich, mit Schnellversand. Ich bin gespannt, ob es ankommt. Ja, und wenn nicht, ne? Müssen wir unseren Plan umwerfen. Zum Glück, ne, habe ich auch noch keine Hotels gebucht. Wobei die Susi immer sauer war, dass ich irgendwie immer noch nicht so richtig auf die Kette gekriegt habe. Aber dann in dem Fall ist ja gut. Dann, kein Mietwagen, keine Hotels. In dem Fall wäre es ja gut. Nichts musst du mieten. Ja, in dem Fall wäre es gut. Wie oft hast du das jetzt wiederholt? Ach, wir werden sehen. Ja, in dem Fall wäre es gut. 4-mal. Verdammte Hacke. Aber Toi, toi, toi. Gut, dass du noch das Positive in den Dingen siehst. Ich bin gespannt. Natürlich, also das Positive bei Reisen, Leute, das ist doch immer... Irgendwas geht schief und man versucht ja irgendwie die Situation zu lösen und dieses Lösen macht doch dann Spaß.
Und je schlimmer die Situation ist, desto mehr hat man Jahre später zu erzählen, oder? Natürlich ist es in dem Moment scheiße und man ärgert sich in dem Moment total. Aber irgendwann kann man stolz auf seine Schultern klopfen und sagen, boah, das hatte ich damals mal gut gemacht, als ich noch... Boah, freue ich mich schon auf die Zukunft, wenn ich mal darüber lachen kann, ey. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Ja, siehst du? Eins, zwei, wer fehlt? Papa. Ah, Papa muss heute leider arbeiten. Aber Lotti und ich haben uns auf den Weg gemacht und wir gucken uns heute den Zoo in Taipei an. Und theoretisch kann man einfach mit der U-Bahn hier bis zur Endhaltestation fahren, bis zur Zoostation. Dann muss man aber den ganzen Weg hochlaufen. Und wir sind heute ein bisschen faul. Wir haben auch nicht so gut geschlafen, die Nachbarn waren sehr laut. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach eine von den Gondeln hier hinter uns, fahren auf den Berg rauf und suchen uns den zweiten Eingang vom Zoo. Und dann gucken wir uns den Zoo in Taipei an. Los geht's! So, wir sind jetzt hier an der Station und fahren hier gleich mit der Gondel den Berg rauf. Und wir haben eben noch mal Geld abgehoben. Und ja, das Menü war nicht auf Englisch. Zum Glück war hier jemand, der mir helfen konnte. Und dann hat er uns noch einen total guten Tipp gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr eure EasyCard habt, dann füllt die mal auf, weil mit der EasyCard kriegen wir heute hier Rabatt. Ich weiß leider nicht mehr wie viel, aber wir kriegen Rabatt. So, und wir haben uns jetzt bei der Schlange angestellt, wo man mit einer besonderen Gondel fahren kann. Es gibt die normalen und es gibt die besonderen. Was ist das Besondere bei der Gondel? Der Boden ist durchsichtig. Yay! Oh, Papa, das verpasst du jetzt gerade. Mensch, das wäre genau das Richtige für dich gewesen. Also, wir warten, gleich geht's los. Hörst du den Wind? Guck mal unter uns, so großen Bambus. Ganz großen Bambus. Du hast recht. What? Hast du Angst? Nein, ich habe keine Höhenangst. Nee. Was würde Papa jetzt machen, wenn er hier wäre? Augen zu machen. Augen zu, weil... Hier geht's ganz schön weit runter. So, wir sind oben angekommen. Jetzt gucken wir uns hier ein bisschen um. Ist ganz schön windig. Ich muss gleich mal die Jacke rausholen. Und Lotti, hier irgendwas Spannendes, was wir uns hier angucken? Also wir können theoretisch auch gleich wieder in die Gondel und zurück zum Zoo fahren. Mann, sind wir gewandert, wa? Haha. Oh, war das anstrengend. Hinterher rauf und noch höher. Oh Gott, wir können gar nicht mehr. Deswegen gönnen wir uns jetzt die Gondel wieder runter zum Zoo. Weil es so anstrengend war, konnten wir nicht alles zwischendurch filmen. Ist ja wohl klar, oder? Ja. So, jetzt geht's aber los. Ist auch super, ne? Andere genießen den Ausblick und wir beide, wir machen hier einfach Picknick. So, was habe ich denn hier noch? Bananenbrot. Ja, dann haus hier rein. Willst du auch noch rein? Nee, kannst alleine essen. Okay, guck mal da oben. Die Menschen da oben. Was? Ah, da oben. Die reparieren irgendwas. Während wir fahren? Oh oh. Oh oh. Die Schärfe ist morgen ein Teil von dir. Lotti hat gerade die super scharfen Algenchips gegessen. Ich habe sie gefahren. Was? Du hast sie doch nicht mal am Mund. Ich dachte, du hast schon weggeknabbert. Los jetzt, Lotti. Du weißt, das Wasser verteilt auch nochmal das Chili überall im ganzen Ich Mund. weiß, aber das Wasser ist kalt und das... ja, ich weiß, jetzt brennt meine ganze Zunge. Genieß es. Ich höre lieber auf mit dem Trinken. Und jetzt müssen wir aussteigen. So, Lotti hat den Hustanfall in der Gondel überstanden. Drück ihren Hals noch mit. Was trinkst du da eigentlich? Traubensaft? Zeig mal. Mit Stückchen. Traubensaft mit Stückchen, na klar.
Und auf halber Strecke sind wir jetzt beim Taipei Zoo Station, bei der Taipei Zoo Station ausgestiegen, haben uns hier Tickets geholt. Du hast ein günstiges Ticket bekommen, weil du noch Kind bist, für 55 und ich habe 105 bezahlt. Also insgesamt, wie viel sind das? 105 bis 55? Das ist jetzt gemein, ne? Okay, 160. Also 160 Taiwanese Dollar. Das ist echt nicht viel. Und jetzt warten wir hier und wir wissen gar nicht auf was, weil wir stehen jetzt hier in so einem Wartebereich, direkt nachdem wir die Tickets gekauft haben. Und dann packst du das ein. Ja, ja. Was ist da noch rein? Was meinst du, wie lange liegt es da einfach so rum, bis es sich mal bewegt? 24 Stunden. Was? Dein Quietschen wird lauter, also werden die Tiere niedlicher. Oh mein Gott, sind die süß. Sowas. Rote Panda ist so süß. Wir wollen auch einen haben. Ja. Süß, 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 süß. Und Kätzchen auch. Und Hunde. Ich wette, und es gibt Fische. sowas auch wie einen Katzenpanda hier. Yeah. Tierreporterin Lotti ist am Start und dokumentiert alles. Heute die glitschigen Otter, Teil 3. Die haben auch ein sehr kräftiges Gebiss, ne? Sind sehr, Wieso lachen Hyänen eigentlich? weiß nicht. Das ist deren Ruf, das ist nicht Lachen. Aber die Haarfarbe ist ein bisschen wie deine. Ah, ich bin keine Hyäne. Lach mal. Nee, klingt nicht wie eine Hyäne. Die sieht eigentlich ganz harmlos aus. Also, jetzt nur noch eine halbe Stunde. Da gibt es auf jeden Fall Eis, aber wir haben keine Zeit dafür, Lotti. Hunger, 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 Hunger. Auf Eis? Dann kann der Hunger nicht so groß sein. Nein, aber wir wollen noch die Kapibaras sehen, bevor der Zoo eine halbe Stunde zumacht. Wer gewinnt? Eis oder Kapibaras? Eis oder Kapibaras? Aber der ist so schnell. Der klettert hier einfach rum. Lustig, ne? So, Mission erfolgreich erfüllt für heute. Na, was machst du? Das perfekte Kapibara-Bild? Sehr gut. Da wird Papa sich ja freuen. Kapibara, 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 Kapibara. Kapibara. Kapibara, 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 yeah! Die filmen die Pandas, wir filmen die. Also wir fanden den Zoo sehr schön. Hat uns sehr gut gefallen. Ist eine sehr schön hier am Berg direkt reingebaut. Ist sehr viel Natur. Sehr viele Tiere, die wir sonst noch nicht sehen, wie zum Beispiel den roten Panda. Aha. So, aber weil wir so lange Gondelfahren waren, was auch sehr spannend war, man sollte das unbedingt kombinieren, finde ich, haben wir jetzt nicht so viel Zeit gehabt und wir würden gerne nochmal wiederkommen, oder? Ja! Ja, aber ein sehr schöner Zoo und kostet echt nicht viel. Ein Kind, ein Erwachsener haben wir gerade 65 taiwanesische Dollar bezahlt. Das sind, wie sind das? Ein bisschen mehr als 10 Euro, glaube ich. Ungefähr. Ja, also echt günstig. Und beim nächsten Mal kommt Papi mit. Ja! So, ab nach Hause. Ja. Also, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Besucht doch auch mal den Zoo hier, der ist echt toll. Und Gondelfahren in schwindeliger Höhe. Was denn? Haltet die Ohren stark, bleibt ja. gesund und macht es gut. Tschüss!